Wenn du von jemandem etwas kaufst und du bekommst genau das, was du gekauft hast, dann, ja, bist du nicht enttäuscht, aber es ist schon ein bisschen, Nun ja, wir freuen uns alle, wenn der Verkäufer einen kleinen Mehrwert dazu gibt. Ich habe einmal bei einer großen Firma etwas gekauft, einen Planer. Und bei meiner ersten Bestellung lag dem Planer hinterher ich hatte Sticker dabei, ich hatte solche Gummibänder dabei und es waren so richtig, ja, für mich wertvolle Sachen noch als kleines Extra oben drauf gepackt. Das war meine erste Bestellung und damit hatten sie mich natürlich voll und ganz. Obwohl der Planer fürchterlich teuer war ich dennoch bereit, noch einmal bei denen zu bestellen. Und warum? Ja, weil es dieses kleine bisschen extra on top gab. Und das hat mir doch durchaus gefallen. Und dann habe ich einmal auf Etsy gekauft und es war Washi-Tape. Und als meine Bestellung ankam, lag nicht nur das Washi-Tape, was wunderschön war, im Karton, sondern es waren auch noch ein paar Süßigkeiten dabei. Einfach nur ein paar Bonbons. Ne? Es muss gar nicht immer das Beste vom Besten und Tollste es muss nur ein klitzeklein bisschen extra sein. Weil dieses klitzekleine bisschen extra überrascht deinen Kunden, zaubert ihm vielleicht ein Lächeln ins Gesicht und sorgt dafür, dass er dich in guter Erinnerung behält. So, was auch immer du verkaufst, du solltest dir überlegen, wie du deinem Kunden eine noch bessere Erfahrung, eine Kauferfahrung mit auf den Weg geben kannst. Es gibt so viele Verkäufer. Auf Etsy, du hast Konkurrenz von Hunderten, Tausenden von anderen Verkäufern. Natürlich verkaufen nicht alle dasselbe wie du, aber dennoch hast du eine hohe Konkurrenz. Und wenn du dich von der Masse abheben willst, ja, warum nicht so ein klitzekleines bisschen on top, so ein bisschen Sugar on top, ja? Wenn du das nämlich machst, dann wird dein Kunde dich in guter Erinnerung behalten und wieder bei dir kaufen, weil dir kann er vertrauen und er kriegt sogar noch ein klitzekleines bisschen extra. Mach nicht den Fehler, dass du einmal etwas extra gibst und beim zweiten Mal nicht, weil du siehst, die Firma hat mich verloren. Ich kaufe meinen Planer jetzt woanders. Ich möchte nämlich wieder ein kleines Extra. Natürlich ist das nicht der einzige Grund, aber ich hatte nicht mehr das Gefühl, dass ich als Kunde gewertschätzt wurde, weil erst wurde ich gewertschätzt, ne? Erst war es ganz toll, dass ich bei denen gekauft habe und beim zweiten und dritten Mal, ja, da schien es offensichtlich normal gewesen zu sein, dass ich bei denen gekauft habe und deswegen gab es nicht mehr dann bisschen Sugar on top. Ja, ich habe es vermisst. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst. Ich weiß, in Geschäften haben wir das alles nicht so, aber online kann man sich so durchaus von der Masse abheben. Und auch wenn du digitale Produkte verkaufst, kannst du das machen. Sogar noch besser, weil es kostet dich genau gar nichts. Wenn du vielleicht Grafiken verkaufst, pack noch ein bisschen extra rein. Oder wenn du ja Printables verkaufst, pack noch eins extra dabei. Vielleicht irgendetwas, was das andere erweitert. Eine Kleinigkeit wird deinen Kunden erfreuen und wird dafür sorgen, dass er oder sie dich in guter Erinnerung behält.